Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe eine neue Leinwand vor mir liegen und ich hatte mir überlegt, was ich euch heute präsentieren könnte. Und dann fiel mir ein, dass ich schon lange etwas ausprobieren wollte und das werde ich heute in die Tat umsetzen. Für die Gestaltung des Hintergrunds habe ich mich von einem meiner Pullover inspirieren lassen. Der besteht aus dunklen Blautönen und so habe ich heute zwei dunkle Blautöne aus meinem Regal genommen und sie mit einem dritten helleren Blauton kombiniert. Das Besondere ist hierbei, dass ich diesmal nicht zu meinem Lieblingspinsel von Da Vinci gegriffen habe, der sehr feine Synthetikhaare besitzt, sondern ich habe einen Flachpinsel genommen, der aus Borsten besteht. Und das wird man auch später in den Nahaufnahmen sehen, denn dieser hinterlässt Streifen und damit wieder Strukturen, also Dinge, die ich auf Leinwänden unheimlich liebe. Nachdem ich die Leinwand sorgfältig mit dem Föhn getrocknet habe, beginne ich mit der Herstellung einer Lasur. Und was ich euch gerne sagen möchte, ist, dass ihr das nicht so wie ich über dem Bild machen solltet, sondern ich habe das jetzt nur aufgrund der Aufnahmen gemacht, denn es besteht immer die Gefahr, weil die Farbe sehr flüssig wird, dass davon etwas auf die Leinwand tropft. Und nach Möglichkeit solltet ihr das also abseits von eurem Bild machen. Wer genau hingeguckt hat, der wird gesehen haben, dass die pastöse Farbe, die ich in die Schüssel gegeben habe, mit Wasser zusammen zunächst in die Bestandteile aufgeteilt wird. Das heißt, ich habe so kleine Klumpen und man muss also wirklich sehr gut rühren, bis man dann wieder eine homogene Farbe erzielt. Ich habe schon einmal ein Video gemacht, da ging es allerdings um die Herstellung von Pouring-Farben und auch dort muss man sehr, sehr lange rühren. Und am Ende des Videos zeige ich auch, wie die Konsistenz der Farbe sein sollte, wenn die Farbe fertig gemischt ist. Wenn die Lasur fertiggestellt ist und richtig schön fließt, dann lässt sie sich auch gut auf die Leinwand aufbringen. Man muss die Farbe ja nicht unbedingt auf die Leinwand werfen, so wie ich. Man kann auch ganz normal den Pinsel eintauchen und dann bestimmen, wo man die Farbe auftragen möchte. Ich wollte aber ein bisschen den Zufall zu Hilfe nehmen bei der Bildgestaltung und habe deshalb ganz einfach die Farbe so aufgetragen. Bei der weißen Lasur sieht man sehr deutlich, wie das mit den Lasuren so ist. Sie scheinen durch, obwohl ich es bei Weiß grundsätzlich mit einer deckenden Farbe zu tun habe. Im ersten Augenblick sieht die Farbe ja auch sehr deckend aus, doch wenn ich sie dann mit meinem Pinsel großzügig verteile, wird sie sehr, sehr durchscheinend. Und ich finde, das ist zum Auftragen von Schichten sehr gut geeignet. Denn ich habe dann mal hellere Stellen und ich habe dunklere Stellen. Und momentan sieht die Leinwand so ein bisschen so aus, als wäre ich im Weltall unterwegs. Wenn ich die Lasur so anmische, wie ich es jetzt gemacht habe, dann trocknet die Farbe fast schon beim Auftragen auf die Leinwand auf
und das ist auch in diesem Bild so gewollt, sodass sich die Farben nicht miteinander vermischen. Und wenn ihr das Gefühl habt, bei euch ist es anders, dann könnt ihr auch gerne den Föhn zur Hilfe nehmen, denn es kommt ja immer darauf an, wie viel Farbe ich auf einer Stelle auftrage. Was hier sehr deutlich wird, ist, dass trotzdem die Farben sich nicht grundsätzlich mischen können, trotzdem durch die Lasur eine Mischung erzielt wird. Das heißt, ich habe mit Hilfe des orangenen Farbtons trotzdem leicht dunkle Grüntöne auf meiner Leinwand und dort im Bereich, wo sich das Orange mit dem Pink mischt, geht es auch in ein dunkleres Orange über. Und das, finde ich, macht das Bild an dieser Stelle schon einmal sehr lebendig, auch wenn diese Art der Bildgestaltung natürlich so ihre Zeit braucht. Ich habe sehr viel Orange aufgetragen und deshalb verwende ich einmal den Föhn und gebe danach in mein Orange einen gelben Farbton, um eine hellere Farbe zu erzielen, die sich irgendwo zwischen Gelb und Orange aufhält, sodass es im Bild Stellen geben wird, die stärker hervortreten. Der Untergrund ist recht dunkel, die Lasuren sind relativ dünn aufgetragen und ich möchte natürlich hinterher im Bild auch ein paar Highlights sehen. Jetzt kommt etwas, was ihr aus meinen Bildern in der Rakeltechnik kennt, und zwar die Wiederholung einer Farbe, denn jetzt habe ich ein Bild, was sehr viel heller geworden ist, seitdem die Hintergrundfarbe aufgetragen worden ist. Jetzt gilt es darum, ein bisschen das Gleichgewicht auf der Leinwand wiederzufinden. Nun ist es natürlich so, dass auch die blaue Farbe mit dem Gelb zusammen ein wunderbares Grün ergibt und deshalb trage ich auch nochmal etwas mehr von der blauen Lasur auf, um Stellen in das Blau zurückzuholen und um das Grün weiter auszuarbeiten. Ähnlich wie bei dem Orange, dem ich die Farbe Gelb hinzugefügt habe, mache ich jetzt etwas Ähnliches mit dem dunklen Blau, sodass ich ein helleres Blau erhalte. Und dadurch hebt sich das wieder von dem Hintergrund ab und lässt das Bild weiterhin lebendig erscheinen.
Schaut man sich das Bild in Ruhe an, dann erkenne ich, dass ich eine helle Fläche habe und dass die Übergänge noch zu hart sind. Und deshalb nehme ich mir nochmal meine weiße Lasur und gehe dann mit dem Pinsel dort hinein und verblende im Grunde genommen beide Flächen miteinander. Natürlich wäre es einfacher, wenn die Farbe flüssig wäre, aber dann hätte ich auch in der Mitte recht schnell ein helles Grün, was ich aber nicht haben möchte. Deshalb ist es schon sehr gut, dass ich hier mit einer Lasur arbeite und nur die weiße Lasur flüssig ist. Da mein wunderschönes Pink vom Anfang unter den anderen Schichten der Lasuren liegt, habe ich mich entschieden, es noch einmal hervorzuholen und an die Oberfläche zu bringen. Es sind noch Spuren im Untergrund da, das wird man nachher sehen, wenn ich euch das Bild etwas näher zeige. Aber ich finde die Farbe so wunderbar, dass ich sie unbedingt auch noch in den Vordergrund holen möchte. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dem, was jetzt kommt. Ich glaube, bei diesem Video habe ich mich am meisten über die Passage von gerade gefreut und vielleicht ist es dem einen oder anderen ja auch so gegangen. Bei der Kamerafahrt über das noch nasse und teils getrocknete Bild kann man jetzt sehr gut die Strukturen sehen, die der flache Borstenpinsel in dem Hintergrund und mit Hilfe der Lasur hinterlassen hat. Und ich liebe Strukturen, ich liebe die Struktur der Leinwand, die hier natürlich sehr deutlich hervortritt. Und natürlich finde ich auch, die geworfene Farbe passt hervorragend zu diesem Bild. Dann einmal die Kamerafahrt über das komplett getrocknete Bild. Und hier finde ich, dass man sehr schön die Schichtung der einzelnen Lasuren sieht. Die Pinselstriche, die ich vorhin schon erwähnt habe, kommen sehr gut durch. Und was mich am meisten freut, die Dynamik der geworfenen Farbe in den beiden Farbtönen. Wenn ich mir das Bild jetzt so angucke, wie es dort an der Wand hängt und von einem anderen Licht erleuchtet wird, dann habe ich so den Eindruck, als wäre Silvester neulich erst gewesen und irgendwie hat mich das Ganze zu diesem Bild inspiriert. Ich habe, als ich das Bild gemalt habe, nicht eine Sekunde an Silvester gedacht und trotzdem sieht es so aus. Wenn die Kamera gleich noch einmal zurückgeht und das Bild in die Totale holt, könnte es sich bei diesen geworfenen Strukturen auch um eine dynamische Blütenformation handeln.
Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir einen konstruktiven Kommentar zu diesem Video schreibst und mir ein Like dafür gibst. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.